Hallo liebe Freunde von scharfen Messern, mein Name ist Johnny von Schmiedeglut und heute wird es mal wieder richtig scharf. In unseren YouTube-Videos und auch wenn wir auf Messen sind und auch in den Schärfkursen kriegen wir immer ganz häufig natürlich noch ganz viele Fragen zum Thema Schärfen und heute möchte ich mir mal die 5 häufigsten Fragen rausnehmen und euch in 5 Minuten beantworten. Die wahrscheinlich häufigste Frage, die wir bekommen zum Thema Wassersteine, ist, welche Körnung brauche ich überhaupt, um mein Messer scharf zu bekommen? Und da ist es mal grundsätzlich wichtig, dass man versteht, die Körnung gibt an, wie grob oder wie fein der Stein ist. Das heißt, je höher die Zahl ist, desto feiner ist der Stein und desto schärfer wird dann auch das Messer. Das heißt in der Praxis, alles bis 800er Körnung ist für Reparaturarbeiten, wenn man Macken in den Klingen hat und so weiter. Ab 800 bis 1200 hat man dann einen gewissen Grundschliff und dann ab 3000 geht der Feinschliff los, wo man dann wirklich wieder Spaß hat, mit in der Küche zu arbeiten. Man kann das Ganze dann noch erweitern mit einem Abziehleder und so weiter, dass es dann am Schluss nochmal richtig rasiert. So, jetzt gibt es aber das Phänomen, dass die Zahl, die auf diesen Steinen seitlich draufsteht, nicht unbedingt aussagekräftig ist. Gerade in einem Schärfkurs sehe ich das immer wieder, wenn wir verschiedene Teilnehmer hier sitzen haben, die mit verschiedenen Steinen ankommen, wo zwar die gleiche Körnung draufsteht, aber es einen fühlbaren Unterschied gibt, was dann auch das Ergebnis massiv beeinflusst. Deshalb ist super wichtig, wenn ihr euch einen Wasserstein kauft, kauft es nicht irgendwo, sondern geht zu jemandem, wo ihr vertraut und lasst euch gut beraten. Eine weitere Frage, die uns ganz häufig zum Thema Schärfen begegnet, ist bei einem Messer, wie schaffe ich es, den vorderen Teil, im Speziellen auch die Spitze scharf zu bekommen? Und um die zu beantworten, muss man sich die Geometrie von so einem Messer anschauen. Ein Messer ist nicht flach. Das heißt, wenn ich flach drüber baller beim Schärfen, dann konzentriere ich mich nicht auf den vorderen Bereich. Ihr seht, hier ist eine gewisse Rundung drin in dem Messer und diese Rundung muss ich auch beim Schärfen beachten. Als Tipp kann ich euch da empfehlen, arbeitet beim Schärfen nicht aus dem Handgelenk raus, sondern versteift es. Benutzt es am besten gar nicht, sondern arbeitet mit der Schulter und mit dem Ellenbogen. Und man sieht auch ganz schön, wenn ich mich jetzt hier immer weiter nach vorne bewege, dass mein Ellenbogen und meine Schulter immer höher kommen und ich dadurch auch richtig schön die Spitze treffe. Das ist eine Übungssache. Ihr kriegt das wahrscheinlich nicht beim ersten Mal perfekt hin, aber je mehr ihr übt, desto besser wird euer Ergebnis. Noch eine ganz beliebte Frage, die wir häufig bekommen, ist, wie schaffe ich es, den Winkel gleichmäßig beim Schärfen zu halten? Dazu muss ich natürlich erstmal wissen, was für einen Winkel brauche ich an meinem Messer überhaupt. Dazu haben wir schon ein Video gemacht, das findet ihr unten in der Beschreibung. Und wie ihr den Winkel schön gleichmäßig haltet, gebe ich euch jetzt 3 Tipps mit. Tipp Nummer 1 ist die Geschwindigkeit beim Schärfen. Je langsamer ihr arbeitet, desto mehr Kontrolle habt ihr auch über das Messer. Achtet auch auf eure Finger und die Stabilität, die ihr eurem Messer gibt während dem Schärfen. Das sind Tipps, wie ihr es schafft, den Winkel besser zu halten. Tipp Nummer 2 ist, benutzt euren Zeigefinger als Abstandsmarkierung. Ich habe es früher ganz am Anfang gerne gemacht, dass ich mir den Winkel gesucht habe, den Finger mir so draufgelegt habe und so kann man das Messer immer wieder abheben und wieder anheben und hat immer den gleichen Winkel, während man dann auf die Schärfplatte drauf geht. Und wer das alles überhaupt nicht hinbekommt, für den ist Tipp Nummer 3 Gold wert. Es gibt verschiedene Winkelhaltungssysteme. Wir haben jetzt hier zum Beispiel den Magna Guide von der Firma DMT, den wir auch vertreiben. Das sind Systeme, in denen das Messer eingespannt werden kann, wo ich mit dieser Halterung im Prinzip immer den perfekten Winkel schärfen kann. Da ist es nur wichtig, kauft euch ein System, was die Breite auch von eurem Messer beachtet. Weil je breiter oder je kürzer das Messer ist, dementsprechend verändert sich auch der Winkel. Eine Aussage, die ich auch ganz oft zu hören bekomme, ist, ja, ich kriege mein Messer so halbwegs scharf, aber so wirklich zufrieden mit dem Ergebnis bin ich noch nicht und ich würde eigentlich noch gern so den letzten Kick aus dem Messer rausholen, dass es wirklich rasiert. Und wenn ich das höre, ist es eigentlich schon mal eine super Nachricht, weil das bedeutet, dass ihr eigentlich schon ganz viel richtig gemacht habt. Das kann jetzt 2 Gründe haben, warum das so ist. Zum einen ist es so, ihr seid vielleicht noch nicht fein genug. Das haben wir in Punkt 1 besprochen, dass die Körnung da sehr wichtig ist. Da als Tipp, so ein Abziehlieder ist da manchmal wirklich Gold wert. Das ist gerade in den Schärfkursen so, dass viele Kursteilnehmer da hellauf begeistert sind, mit wie wenig Aufwand man nochmal so viel aus dem Messer rausholen kann. Punkt Nummer 2 ist, wechselt nicht zu schnell die Seiten von euren Schleifsteinen. Das ist auch ein Fehler, den ganz viele am Anfang machen, weil man nicht einschätzen kann, wann ist denn jetzt mein Messer so weit, auf die nächst feinere Körnung zu wechseln. Das heißt, wenn ihr euch nicht sicher seid, bleibt so lange wie möglich auf einer Seite, bis ihr 1000%ig sicher seid, jetzt muss es soweit sein und wechselt dann die Seite. Ihr braucht auch keine Angst haben, dass ihr jetzt zu viel von eurem Messer wegschärft. Da müsst ihr schon ordentlich Gas geben, dass da erstmal was passiert.
und bleibt länger auf einer Seite. Die letzte Frage, die ich euch jetzt noch beantworten möchte, ist die Frage, die auch ganz oft gestellt wird: Was empfehlt ihr denn jetzt eigentlich wirklich, was soll ich mir kaufen? Und die ist super berechtigt, weil es gibt zig Millionen verschiedene Arten von Schärfwerkzeugen. Ich sehe das immer wieder in den Schärfkursen. Die Leute kommen da teilweise wirklich mit Kisten voller Schärfwerkzeug an und wissen gar nicht, was ist denn jetzt davon gut, was ist schlecht, was soll ich denn davon benutzen. Alle Schärfwerkzeuge, die ihr in unserem Online-Shop findet, die benutzen wir auch tagtäglich in der Werkstatt. Wir sind darauf angewiesen, qualitativ hochwertiges Werkzeug zu haben. Unser Tagesgeschäft ist es, scharfe Messer herzustellen. Dementsprechend filtern wir extrem viel von zig Herstellern und Steinen und Sachen, die uns zugeschickt werden, was wir dann auch wirklich euch als Kunden präsentieren. Die zweite Sache, die wichtig ist, macht es nicht nur vom Werkzeug abhängig. Die Technik ist natürlich auch ein Faktor, der da ganz massiv eine Rolle spielt. Das heißt, übt und mit der Übung werdet ihr immer besser und eure Messer werden immer schärfer. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht konnte ich ja die ein oder andere Frage, die ihr auch schon immer mal übers Schärfen hattet, damit beantworten. Am Schluss habe ich noch eine mega Überraschung für euch, und zwar bringen wir in Kürze ein ganz neues Schärfwerkzeug raus und machen natürlich auch ein Video drüber und stellen es vor. Das bedeutet, abonniert hier oben am besten unseren Kanal, dass ihr das Video auf jeden Fall nicht verpasst, und hier drüben findet ihr noch andere coole Videos von uns aus der Werkstatt.